Tag 1. Werden gleich abgeholt, 3 Stunden Fahrt, dann so 3 Stunden Laufen, um die 6 Kilometer, von 1,8 auf 2,6. Heute mal noch ein bisschen ausgeruht, bevor es jetzt richtig losgeht. Gestern kaum geschlafen und jetzt auf heute über 10 Stunden reingeholt. Alright. So, eventuell sind wir noch den Hoffnung hinter uns. Wir sind jetzt gerade in unserem ersten Camp. Haben die Nacht ganz gut überstanden. Boden war ein bisschen hart. Matte könnte dicker sein, aber ansonsten läuft alles gut. Gestern durch eine Regenwand durch und super schöne Natur. Paar Tiere gesehen, verschiedene Affen, verschiedene Vögel und alles Mögliche. Ja, spannend. Heute geht's übers Moorland. Vielleicht haben wir auch Glück und sehen das erste Mal den Berg. Sonne ist besser, gestern war ziemlich bewölkt und neblig. Ja, heute zum Shira Camp 1. So um die 7 Kilometer, 4 Stunden. Also sollte auch noch entspannt sein. Sind dann über 3000 Meter ungefähr. Also schauen wir mal, was uns erwartet. Tag 3 heute. Genau, heute war es schon etwas kühler im Zelt. Genau. Gestern hatten wir das erste Mal die Chance, den Kili zu sehen, nachdem wir die ersten 3 Tage alles in den Wolken, nur alles in den Wolken war. Ihr seht es gleich noch hinter uns. Ansonsten steht heute die Tour von 10 Kilometer an zum Shira Camp 2. Ungefähr 4 Stunden. Und es wird dann auf 3850 Meter gehen. Genau, ansonsten geht es uns gut. Ich war gestern das erste Mal unter 90 Luftsauerstoffgehalt im Blut. Aber ansonsten passt soweit. Ja. Nacht war hart, kalt und der Rücken fängt an zu schmerzen. Aber da müssen wir jetzt durch. Genau, dann schaut euch mal an, was wir gestern als Highlight noch gesehen haben. So, da ist der Kili. Genau, wir haben ihn endlich mal gesehen. Kurze Camp-Übersicht. Wir haben einmal da hinten das grüne Zelt, das ist die Küche. Die gelben Zelte sind unsere Zelte. Das rote Zelt ist das Zelt von unseren Guides. Das kleine grüne da hinten ist sozusagen die private Toilette, wenn man es gebucht hat. Und das große hier ist sozusagen das Essenszelt. Da bekommen wir Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Tag hier. Heute geht's vom Shira Camp 2 zum Barranco Camp. Also von 3,8 auf ungefähr 4. Aber dazwischen gehen wir noch zu den Lava Towers, was sich auf 4,7 befindet. Also typischer Akklimatisierungstag. Aber wir sind halt schön über den Wolken aufgewacht, wie man hier hinten sehen kann. Und hatten Sicht auf den Mount Meru, wenn man da hinten ganz leicht erkennt. So, guten Morgen. Jetzt sind wir gestern von Shira 2 über den Lava Tower gewandert. Lava Tower 4600 Meter. Hat man schon die ersten Höhenerscheinungen gemerkt. War nicht ganz ohne, sind dann wieder runter auf 4000 Meter und haben hier unser Camp aufgeschlagen. Ja, ich bin seit gestern irgendwie im 80er-Bereich mit dem Blutsauerstoff. Bei dir ist es eigentlich noch recht entspannt, was es angeht. Ansonsten, ja, gestern war echt tough. Also mich hat es mit Kopfschmerzen und Übelkeit ziemlich erwischt, aber zumindest abends wieder alles ganz normal gewesen. Hoffen wir, dass es so bleibt. Mal schauen, was heute kommt. Ja, heute geht's von 4000 auf 4050 und die Herausforderung wird die Barranco Wall sein. Die sieht man hier hinter uns. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir da irgendwie rüberkommen sollen. Sieht ziemlich steil aus. Mal schauen, wie es wird. Genau, ansonsten 4 Stunden, also ein bisschen kürzer wie sonst. Oder zumindest wie gestern. Tag 6. Harte Nacht, zumindest für einen von uns. Ja, bei mir war es zum Glück ganz gut. Ja. Heute geht's auf 4700 Meter hoch, richtig? Ja, genau. Wir haben Basecamp. Ja, das heißt, es wird ernst. Am Ende des Tages sind wir schon aufbruchbereit, um dann nach oben zu steigen, bis auf den Gipfel. Mal schauen, wie fit wir dann sind. Genau, ansonsten gestern war eigentlich ganz gut. Die Barranco Wall war doch besser zu machen als
sie aussah von der Weite. Ansonsten schauen wir mal, wie der Tag heute wird. Wieder zurück auf 4,7. Da waren wir ja schon mal vor ein paar Tagen, da ging es nicht ganz so gut. Also lassen wir uns mal überraschen. Heute ist Summittag. Heute geht es auf den Gipfel. Wir sind ziemlich platt. Wir haben ein paar Stunden geschlafen. Jens gut wie nix. Und wir haben jetzt 11 Uhr. Und um 12 Uhr, dann geht es 7 Stunden auf den Gipfel und zwischendurch hoffentlich mit Sonnenaufgang. Also alles bei Dunkelheit. Hoffen wir mal, dass alles gut geht. Es sind noch 1300 Höhenmeter, die wir absolvieren müssen. Wir sind beide froh, wenn wir wieder unten sind und langsam mal wieder Normalität einkehrt. Heute ist Tag 8. Heute geht es wieder zurück ins Hotel. Gestern war einer der heftigsten Tage überhaupt. Um 0 Uhr sind wir losgelaufen. 6 Stunden bis zum Summit oder 6,5. Wahnsinnig anstrengend. Dann wieder 3 Stunden runter. Wir hatten dann ein paar Stunden zur Pause und konnten uns ein bisschen ausruhen und dann ging es nochmal 4 Stunden bergab. Deswegen sind wir jetzt auf 3100 Meter. Jetzt kommt so der einfache Fahrt nach 3 Stunden, dann sind wir wieder am Gate, kriegen unser Zertifikat und können dann wieder zum Hotel fahren. Ja, jetzt sind wir gerade im Regenwald und we have a special guest here, Josh, our camp manager, right? Yeah, waiter. So Really gonna miss these guys. Yeah, because it's my favorite friend. So this is our chef who is responsible for the really good food that we had here. So thank you very much for that. We really appreciate that. welcome. Tumeanza lemosho, hakuna matata. Tukaenda na shida, hakuna matata. Baranko tukalala, hakuna matata. Akaranga tukaenda, hakuna matata. Barafu tukafika, hakuna matata. Kilele tumekwenda, hakuna matata. Wachoma kimewachoma, hakuna matata. Nasema jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa wapi? Kilimanjaro hakuna matata. Tembea pole pole, hakuna matata. Na unywe maji mengi, hakuna matata. Na mjini tunakwenda, hakuna matata. Kuu tutakunywa, hakuna matata. Mboneka imenona, hakuna matata. Nasema jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata.